Also zunächst mal eine Richtigstellung. Mein lieber Kollege Simon Klaas hat mir in seinem ersten TV-Beitrag quasi eine Räumerdecke auf den Schoß moderiert, von wegen Kaffeefahrt und so. Aber nix da. Ich war auf einem Yoga-Seminar. Finde deine innere Mitte. Ist bei mir aber gar nicht so schwierig. Luft im Auflieger kann von Nachteil, aber auch unverzichtbar sein. Von Nachteil auf der Ladefläche, du verlierst Lademeter und denk mal an Formschluss. Von großem Vorteil allerdings unter der Ladefläche. Wir starten heute mit einer kleinen Reihe zum Thema Luft im Auflieger. Denn hier pfeift und zischt es ja an allen Ecken und Kanten. Du brauchst Luft für die Luftfeder, für die Liftachse und ohnehin wird alles pneumatisch gesteuert. Heute fokussieren wir uns aber auf das Thema Druckluftmembran Bremszylinder. Werfen wir also mal einen Blick ins Innere dieses Bauteils. Wobei der eigentliche Druckluftmembran Bremszylinder nur hier vorne der kleinere Teil ist. Wenn du die Bremsung einleitest, wird der Raum vor der Membran belüftet. Die Membran wird nach oben geschoben, nimmt das Gestänge mit und die Bremsung wird eingeleitet. Gehst du von der Bremse runter, wird der Raum wieder entlüftet und die Rückstellfeder stellt alles wieder auf Null. Der größere Teil des Bauteils ist aber der sogenannte Federspeicher. Der besteht aus einer sehr massiven Druckfeder und der Raum vor der Druckfeder ist mit Betriebsbremsdruck belüftet. Wenn du nun deine Parkbremse ziehst, den roten Knopf, wird dieser Raum entlüftet. Diese starke Feder kann expandieren, sie ist stärker als die Rückstellfeder hier und drückt somit den Bremshebel mechanisch aus. Dein Fahrzeug ist also dauerhaft mechanisch gebremst.